Und heute Vormittag, da hatte unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm Gelegenheit, mit dem thüringischen AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke zu sprechen. Hören wir mal rein. Ja, bei mir begrüße ich jetzt den Spitzenkandidaten der AfD in Thüringen, Björn Höcke. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, schönen guten Morgen. Herr Höcke, Sie waren lahmgelegt für knapp 48 Stunden. Was hat Sie aus dem Verkehr gezogen? Ein Magen-Darm-Virus. Er kam schnell, er schlug heftig zu und er geht dann auch relativ schnell. Die ganze Familie war betroffen. Ja, das ist so. Aber nach 5 Wochen Wahlkampf ist es dann vielleicht auch so, dass man auch körperliche Spuren hat und der Virus dann auch leichtes Spiel hat. Aber ich bin wieder da und gestern war ich schon wieder auf der Bühne. Alles gut. Der politische Gegner wirft Ihnen vor, simuliert zu haben, möglicherweise aus Angst vor der Debatte. Ich weiß nicht, in wie vielen Debatten ich schon drin war in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und ich bin permanent in der Debatte drin. Ich habe es tatsächlich nicht nötig zu simulieren. Und ich bin auch nur ein Mensch. Und ich wohne in einem Körper mit meinem Geist und meiner Seele. Und der ist manchmal auch schwach. Aber grundsätzlich ist er stark. Ich bin sehr sportlich unterwegs, durchtrainiert. Habe immer noch einen Ruhepuls von unter 50. Fahre immer noch 3, 4, 5 Stunden Rennrad am Stück mit hohen Geschwindigkeiten. Man braucht keine Sorge, um meine Gesundheit zu haben. Herr Höcke, wenn Sie hier unterwegs sind im Wahlkampf, was nehmen Sie wahr als das drängendste Problem, was es dann auch für Sie zu lösen gelten würde, kämen Sie in Regierungsverantwortung? Was ist es, womit die Menschen am häufigsten kommen und sagen, Herr Höcke, das ist Nummer 1 bei uns? Das ist das Thema Migration. Die Menschen erkennen klar, dass die Migration die Mutter aller Krisen ist. Ob das der Zerfall der inneren Sicherheit ist, ob das die Plünderung des Sozialstaates ist, ob das der freie Fall der deutschen Bildung ist, ob das der Wohnungsmangel ist. Alles hängt mit diesem Thema zusammen. Und das, was natürlich am deutlichsten wahrgenommen wird und jetzt gerade in den Tagen nach Solingen, das ist die Gewalt von Menschen, die nicht hier sein dürften. Jetzt haben wir gerade heute in der Früh Abschiebungen nach Afghanistan gesehen. 28 Straftäter, Schwerstkriminelle, die abgeschoben werden. Ein Schritt in die richtige Richtung? Klassische Schaufensterpolitik. 28 bei Millionen Menschen, die illegal im Land sind. 28 Straftäter, die auch noch 1.000 € Handgeld vom deutschen Steuerzahler obendrauf bekommen und die im schlechtesten Fall wenige Tage später wieder über die offene deutsche Grenze einreisen. Das Problem ist nicht an der Wurzel gepackt, die Ursachen werden nicht beseitigt. Man versucht den Menschen jetzt kurz vor den Landtagswahlen nochmal Schlafsand in die Augen zu streuen, aber ich denke, die Menschen erkennen das. Remigration, ganz großes Thema in Ihrer Partei, auch plakatiert. Sommer, Sonne, Remigration. Korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch zitiere, aber ich glaube, es ist richtig. Wer wäre denn betroffen davon? Wir haben da schon mal debattiert, als Herr Vogt auch noch mit dabei war. Mir fehlt noch immer die konkrete Antwort. Wer wäre betroffen? Alle Menschen, die illegal in Deutschland sind, grundsätzlich. Das heißt erstmal die 700.000 sofort Ausreisepflichtiger. Die werden betroffen. Wir werden dann in den nächsten Jahren, wenn wir in Regierungsverantwortung, auch prüfen, ob Asylstatus, ob Aufenthaltsgenehmigungen zu leichtfertig erteilt worden sind, ob vielleicht auch die eine oder andere Aufenthaltsgenehmigung erschlichen worden ist. Alles das muss dann überprüft werden, muss eventuell rückabgewickelt werden. Und, das muss man auch immer wieder deutlich sagen, Remigration heißt zurückwandern. Wir haben 1,2 Millionen Syrer in Deutschland, wir haben 1,2 Millionen Ukrainer in Deutschland, wir haben 450.000 Afghanen in Deutschland, die irgendeinen Flüchtlingsstatus haben. Aber Asylrecht, Flüchtlingsrecht bedeutet, wenn der Asylgrund, wenn der Fluchtgrund, der rechtliche wegfällt in den Heimatländern, müssen diese Menschen zurück in ihre Heimat und dafür wollen wir sorgen. Schauen wir vielleicht auf das, was am Sonntag passieren könnte. Alle Umfragen sehen Ihre Partei als die deutlich stärkste Kraft hier in Thüringen. Wem würden Sie am Montag als erstes Koalitionsgespräche anbieten? Ja, jetzt muss ich typisch Altparteienpolitiker Deutsch verwenden. Jetzt lassen Sie uns erstmal das Votum der Thüringer abwarten. Ja? Ich bin ja auch kein Freund von Demoskopie, also nicht von dieser massiven Demoskopie, die wir gerade wieder... Sie trauen der Umfrage nicht? Nein, ich weiß, dass mit Demoskopie, dass mit Umfragen Stimmung erzeugt werden, dass man mit Demoskopie, mit Umfragen Wähler manipulieren will. Und ich habe Vertrauen in die Mündigkeit der Thüringer Wähler und der deutschen Wähler. Und deswegen bin ich kein Freund von inflationärer Demoskopie. So, ja. Ich denke, wir sollten den 1. September mal abwarten. Ich gehe davon aus, dass wir deutlich stärkste Kraft werden. Ja, ich bin ja viel in den letzten Wochen unterwegs gewesen in Thüringen, habe vor 500, 600, manchmal 1000, 1500 Menschen gesprochen. Die Begeisterung ist riesengroß. Ich bin wirklich mal gespannt, was am 1. September rauskommt. Und es ist gute parlamentarische Sitte, da haben Sie recht, dass die stärkste Kraft zu Koalitionsgesprächen einlädt. Wir sind gesprächsbereit, das habe ich immer gesagt, das haben meine AfD-Mitstreiter immer betont. Wir reden mit jedem und die Angebote werden dann zeitnah rausgehen. Tatsache mit jedem?
Ja, ich bin ein diskursorientierter Mensch, ein begegnungsfreudiger Mensch. Ich rede mit jedem. Der einzige Ausschlussgrund ist, wenn man mir mit Gewalt gegenübertritt. Dann nicht. Wir waren gestern auf der Veranstaltung, die Sie nach Ihrer kurzen Erkrankung das Familienfest hatten. Das haben wir auch besucht mit unserem Team. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen irritiert von Ihren Äußerungen gegenüber der Presse. Sind wir mittlerweile gewöhnt, dass Sie die Presse auch mal hart angehen. Aber die Art und Weise, wie Sie zum Beispiel gegen die Kollegen des Spiegel von der Bühne gesprochen haben, das hatte fast schon was von Aufforderung, tut denen irgendwas. Haben Sie das so gemeint? Nein, dann haben Sie das wirklich falsch verstanden. Aber mir ist wichtig, immer wieder zu betonen, das ist natürlich meine subjektive Wahrnehmung. Aber ich bin sicher, wenn die AfD von den etablierten Medien so behandelt würde, wie die etablierten Medien die anderen Parteien behandeln, dann wären wir schon bei der absoluten Mehrheit. Ich fühle mich persönlich ungerecht behandelt, und zwar seit Jahren. Ich fühle mich auch vom Spiegel extrem verzerrt dargestellt, nicht nur ich, sondern auch meine Parteikollegen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Journalisten des Spiegel, die für die AfD zuständig sind, kein journalistisches Ethos mehr haben, sondern mehr oder weniger als linke Agitatoren einen politischen Konkurrenten bekämpfen. Und ja, ich habe gestern auch in Nordhausen wiederum darauf hingewiesen, dass der Spiegel Millionen von Bill Gates bekommen hat. Und es gilt die alte Einsicht, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ob das noch unabhängige Medien sind, das wage ich zu bezweifeln. Herr Höcke, Sie haben gestern auch mehrfach von den Kartellparteien gesprochen, haben gerade eben im Gespräch zu mir gesagt, Sie sind aber ein offener, diskursfähiger Mensch. Sie wollen mit diesen oder werden müssen mit diesen Kartellparteien reden. Warum verunglimpfen Sie sie dann als Kartellparteien? Wo bleibt da die Fairness? Nein, das ist kein Verunglimpfen. Also wir sind natürlich im politischen Wettbewerb und der politische Wettbewerb ist manchmal auch hart, ja auch gegenüber der AfD hart. Und die Kollegen teilen ja auch ordentlich aus. Und gerade in der heißen Wahlkampfphase wird sehr ordentlich ausgeteilt. Obwohl ich im Großen und Ganzen zufrieden bin, wie der Wahlkampf in Thüringen jetzt gelaufen ist. Von einigen Übertreten der Gegenseite vielleicht abgesehen, unter anderem die Verhinderung meines Auftritts in Jena, von dem Sie sicherlich erfahren haben. Ja. Aber ich bin ein Mensch, der versucht, die Gegenwart und die politische Lage klar zu analysieren, und ich versuche auch begriffsscharf zu sprechen und zu argumentieren. Wir haben tatsächlich so etwas wie ein Kartellparteienwesen in Deutschland. Das ist egal, ob Sie die Grünen oder die SPD oder die CDU wählen. Sie kriegen mehr EU, Sie kriegen mehr Euro-Rettung, Sie kriegen mehr Energiewende, Sie kriegen mehr Einwanderung, Sie kriegen mehr Kriegsrhetorik. Alles das sind Politikansätze, die die AfD nicht teilt. Und deswegen sind wir Opposition zu einem Parteiensystem, das kartellartig zusammengewachsen ist. Ich finde, dass der Begriff des Kartells präzise und gut erklärt, in welchem Zustand dieser Staatenparteiendemokratie ist. Sie empfinden es selber nicht als hetzerisch? Nein, ich versuche nochmal. Ich versuche mir immer wieder Gedanken zu machen. Ich versuche viel zu lesen. Ich versuche mich permanent weiterzubilden. Ich versuche auch die Argumente der Gegenseite zu verstehen. Ich versuche mich auch in die Gegenseite hineinzudenken und zu fühlen. Das ist auch, sagen wir mal, originär für einen Historiker. Ich habe eine historische Ausbildung. Jetzt bin ich aber Parteipolitiker und muss vor allen Dingen Konkurrenz leben und muss vor allem politische Botschaften ins Land geben. Was mir nicht immer einfach fällt, weil ich ein sehr reflektierter Mensch bin und eigentlich mir wissenschaftlich argumentieren möchte, aber doch auch die Notwendigkeit, sehr klare Botschaften zu formen. Und da gehört der Begriff des Kartellwesens dazu. So, letzte Frage. Wir sind hier tatsächlich im Land der Dichter, der Denker, Goethe, Schiller, Luther. Wenn Sie ein Zitat von denen parat hätten, um den Zustand Ihrer Partei 2 Tage vor der Wahl zu beschreiben. Sie dürfen auch Karl May wählen, der kommt auch aus der Dann nehme ich Luther. Hier stehe ich kann nicht anders. Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke auch, Frau.